So, meine lieben Freunde der leichten TV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen und noch ein Video über Krypto und Mining. Irgendwie reißt das gerade nicht ab. Will ich zu entschuldigen, wenn die anderen Themen ein bisschen zu kurz kommen. Kann ich auch nicht ändern. Das hier ist auf jeden Fall auch aktuell. Und zwar, NiceHash ist ja in die Schweiz gegangen. Darum soll es sich jetzt drehen, NiceHash. Und die neue Gegebenheit Schweiz ist natürlich Richtlinien und strengere Richtlinien, und die sorgen im Internet ein bisschen für Unmut. Da gibt es unter anderem die 60-Tage-Regel, das heißt Vermögen, Gelder, die 60 Tage lang nicht bewegt worden sind oder inaktiv sind, müssen ausgezahlt werden. Das betrifft überwiegend die Wallet, in der die gemeinten Coins angestaubt werden, angesammelt werden. Das Problem ist jetzt allerdings dabei, dass man das oft nicht schafft, in diesen 2 Monaten diese 20.000 Satoshi zusammenzukratzen. Viele haben halt nicht die entsprechende Miner-Ausrüstung, um hier wöchentlich über 20.000 Satoshis zusammenzustückeln. Daraus ergibt sich jetzt natürlich ein Problem, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von diesem ganzen Thema schon vorher gewusst. Ich habe das von NiceHash auch mitgeteilt bekommen, dass die in die Schweiz gehen, was sie umstellen, die 60-Day-Regel, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ganz locker gesehen. Dachte ich, ich bin aktiver Miner, betrifft mich nicht. Also vielleicht hätte ich es mir ja ganz durchlesen sollen. Also mein Fehler selber, gebe ich zu. Und ich war dann ziemlich angepisst, als ich diese Nachricht hier bekommen habe, dass sie mir 0,0007414 BTC von meinem Guthaben abgezogen haben, weil das hängt damit zusammen, dass das verbliebene Guthaben in dieser Miner-Wallet nach der Umbuchung in die Individual-Wallet, die ja eingeführt worden ist, wo man die Geldmittel dann länger drin speichern kann, umgebucht worden ist. Das heißt, sie haben ja also mein Mining-Guthaben komplett umgebucht, haben aber einen Betrag, das ist ganz wichtig zu verstehen, stehen lassen, der eben nicht unter diese 60 Tage fällt. Also was in den 60 Tagen bewegt worden ist oder gemeint worden ist, wurde halt nicht verschoben, das verblieb in dieser Wallet. Und das waren 10, seht ihr hier, das waren 10, das waren 0,0001066 BTC. Die sind in dieser Mining Wallet verblieben, als innerhalb von 60 Tagen bewegt oder aktiv. So, jetzt hast du das Problem, du musst in 60 Tagen das wieder voll kriegen, die 20.000 Satoshi. Das ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm, weil das wären jetzt plus 10.000 quasi nochmal oben drauf geklatscht. Und dann ist man wieder in diesem Auszahlungsbereich drin. Viele meinen aber, und die haben halt nur einen PC und vielleicht noch ein Notebook dazu oder nur einen kleinen Miner, Bitmax zum Beispiel, für die ich auch öfters Videos mache. Die kriegen das in 60 Tagen nicht gebacken. Und dann würden euch ja mehr oder weniger alle 60 Tage diese 0,00007414 BTC abgebucht werden. Das sind schlanke 10 Euro. Und Klein Mikey wird da, so klein bin ich eigentlich auch nicht mit 1,90 Meter, aber ist ja wurscht, wird da immer recht empfindlich, wenn einer an seine Bitcoin dran will. Also ich kann das nicht haben, wenn da einer meine Kasse greift. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, ich war auch ziemlich angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich habe es nicht ganz verstanden. Und es gibt da auch einige Diskussionen im Internet zu. Viele lösen ihr Konto bei NiceHash eben auf und gehen. Dabei gibt es eigentlich eine einfache Lösung. Fiel mir aber auch erst am nächsten Tag ein. Ich habe dann noch eine Nacht drüber geschlafen und wollte eigentlich NiceHash dann eine E-Mail schreiben, dass ich das so nicht einsehe, dass ich das eben auch als Betrug sehe, als Abkoche, dass sie das so machen müssen. Dazu muss man jetzt allerdings auch mal berücksichtigen: In der Schweiz ist das eine Richtlinie, gehört zu der Regulierung dazu. Diese 60-Tage-Regel muss eingehalten werden. Dann kann man muss es in eine andere Wallet umbuchen, dann ist die Sache okay. Wenn man jetzt aber diesen Mindestumsatz natürlich nicht erreicht, dass man das da 10.000 stehen hat und 10.000 in 2 Wochen nicht zusammenkriegt und dann alle 2 Monate quasi 10 Euro dafür bezahlen muss, dann haben wir ein ernsthaftes Problem.
Dann könnte man das so sehen. Das basiert aber, das Standardsystem, was alles bei NiceHash eingestellt ist, funktioniert ja alles auf BTC. Und genau da liegt der Knackpunkt. Ihr könnt eure Mining Wallet ab einen Satoshi komplett abräumen über Lightning. Dazu gibt es zwei kleine Sachen, die man berücksichtigen muss. Aber ich habe es ausprobiert. Hier ist die Abhebung drin. Es wurde eine Abhebungsanforderung von, das ist unter den 20.000 Satoshis, die man haben muss, also unter diesen 0,00020 BTC, die man haben muss, um auszahlen zu können. Ich habe also 10.066 hier ausgezahlt. Es geht. Wie? Das verrate ich euch jetzt gleich. Okay, gut, wir haben das Problem, dass man NiceHash nicht mehr mit OBS abfilmen kann. Das mag er irgendwie nicht. Da beendet sich die App wieder. Das kenne ich auch von anderen Banken, die auch keinen Screenshot mehr zulassen, obwohl man sie manchmal braucht. Dann muss man sich wieder ein anderes Handy oder ein Pad besorgen und dann einen Screenshot machen. Die Welt sichert sich doof. Ja, die sperrt sich aus ihren eigenen Systemen aus und jede KI lacht sich einen Ast ab. NiceHash. Dann schauen wir uns das auf der Webseite an. Ich kann es euch halt nur theoretisch erklären mit dem Fehler, aber praktisch zeigen trotzdem, wie es funktioniert, weil es funktioniert über den Webbrowser. Aber es ist schon beeindruckend, wie sich die Welt aus ihren eigenen Systemen aussperrt, sich Todsicherheit maßnahmt und jede KI sich in Arsch ablacht, weil sie sich die Daten sowieso holt oder kriegt oder gefüttert werden. Aber okay, das ist eine andere Sache. Die KI, ja, die letzte Erfindung der Menschheit. Gut, zurück zum Thema. Wir brauchen als erstes eine Auszahlungsadresse. Wenn ihr das jetzt in der App versucht, werdet ihr feststellen, dass das nicht geht. Abhebungsadressen. Also wenn ihr versucht, auf dem iOS oder auf dem Android das einzugeben, dann funktioniert das nicht, dann kriegt ihr eine Fehlermeldung. Ich gehe mal auf eine Adresse hinzufügen. Und zwar, ihr könnt das alles ausfüllen und bestätigen. Und dann kommt der Optcode, also die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem Google Authenticator. Und da spuckt euch ein Fehler. So ist es zumindest bei Apple. Ich nehme an, dass das bei Android genauso ist. Es kann auch gut sein, dass es bei Android einfach funktioniert. Behelfen könnt ihr euch damit, dass ihr euch einfach hier oben bei NiceHash einloggt. Dann den Weg hier eben einfach auf euer Profilfoto geht. Dann Auszahlungsadressen. Dann sagt ihr Auszahlungsadresse hinzufügen. Ich mache das nochmal zu. Hier Auszahlungsadresse hinzufügen. Dann brauche ich eine Lightning-Adresse. Die Lightning-Adresse holt sie euch bitte per Copy und Paste aus eurer Wallet heraus. Tippt die nicht ab. Abtippen nur, wenn es wirklich nicht anders geht und dann vergleicht die Adresse bitte 3, 4, 5 Mal, dass die auch stimmt. Wenn ihr hier anstelle von einer 1 ein L eintippt oder von einem L in eine 1 eintippt oder ein I, VASP, da könnt ihr hier Wallet of Satoshi auswählen. Wenn ihr nicht Wallet of Satoshi benutzt, sondern Blue Wallet, dann müsst ihr da entsprechend halt Blue Wallet auswählen und dann werdet ihr darüber verifiziert. Das heißt verifiziert, damit es halt einfach vermerkt, dass Geld hingegangen ist und man kann das dann quasi mehr oder weniger, mal ganz ehrlich gesagt, natürlich auch diese Wallet euer Namen zuordnen. Ich bezahle Dienstleistungen, waren eine juristische Person. Nein, bezahle ich nicht. Also lassen wir das nicht angehakt. Dann müssen wir einen Namen eingeben. Ist natürlich klar. Dann muss natürlich euer Name rein. Ihr könnt da theoretisch, würde ich mal sagen, auch irgendwas reinschreiben. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ins Gewicht fällt. Heißt hier, ich habe verstanden, dass meine Geldmittel dauerhaft verloren gehen, wenn diese Adresse falsch ist. Das ist das, was ich hier gesagt habe. Kopiert die Lightning-Adresse bitte aus eurer Wallet raus und fügt sie dann ein. So, dann kann ich das jetzt bestätigen. Jetzt kommt die Zwei-Faktor-Authentifizierung und das ist der Google Authenticator. Der sollte eingerichtet sein, dann müsst ihr den Code da holen und hier eingeben. Dann ist die Auszahlungsadresse hinterlegt. Bei Apple-Geräten ist es so, dass man an der Stelle rausfliegt, also wenn man die App benutzt. Bei Android, wenn man die App nutzt, müsst ihr ausprobieren, kann ich euch nicht versprechen, dass es da genauso ist. Kann sein, dass es da gut geht. Ich füge die jetzt nicht hinzu, weil ich habe ja schon Mike Wallet of Satoshi hier angelegt. Was ich nicht machen kann, ist, ich kann jetzt hier nicht sagen, als Standardadresse festlegen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, möchte meine andere Adresse auswählen. Ups, da ist nichts.
Ja, man könnte den Trick versuchen, theoretisch. Naja, okay, gut. Vielleicht auch nur ein Fehler, der noch behoben wird. Das geht nicht. Bearbeiten. Nein, hier kann man auch nicht. Als Standardadresse. Okay, gut, da habe ich jetzt auch keine Lösung für. Da muss man da halt alle kleiner als 60 Tage reingehen und muss ich das dann manuell auszahlen lassen. So, wie funktioniert jetzt das manuelle Auszahlen, wenn ich diese Adresse drin habe? Ich gehe hier auf meine Geldbörse. Den Pad etwas auf Kriegsfuß, meine Mausbatterien sind leer. Also ich habe heute meinen grandiosen Tag am Rande bemerkt. So, da seht ihr auch schon gestern hier Lightning, Geldbörse, Lightning, Invoice, Co. abgebucht, abgeschlossen. Das Geld ist auch angekommen, ich habe es überwiesen. Das waren die besagten, wo ich eine E-Mail gezeigt habe, 10.066 Satoshi, die ich da überwiesen habe, also 0,00, ich lasse mich lügen, 0010066 BTC, also die Hälfte des Mindestauszahlbetrags, die habe ich hier ausgezahlt. Das heißt, der Mindestauszahlbetrag ist jetzt auch auf 0. Ich habe auch gestern noch komplett alles ausgezahlt. Wie gesagt, ich war hier auch etwas angepisst mit dieser Lösung. Das habe ich vorher gemacht. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gesehen, dass das funktioniert. Also man kann bei NiceHash bleiben und weitermachen. Man muss das nur regelmäßig dann hier manuell abbuchen und dann Lightning auswählen. Bei Lightning ist die Auszahlungsgrenze 0,0000001 Satoshi. Und da kann ich also quasi jeden Betrag alle 60 Tage auszahlen und komme da aus dieser 60-Tage-Regelung raus, dass die mir alle 60 Tage 10 Euro Gebühren abbuchen, wenn man sein Geld nicht bewegt hat. Was ich von dieser Regulierung generell halte, dazu möchte ich mich nicht auslassen, weil ich habe das Video nicht aufgezeichnet, dass es gesperrt oder rausgenommen wird. Und ja, mich tangiert es sowieso nur relativ, weil ich in Asien sitze. Wie gesagt, das ist europäischer Krempel und westlicher Weltwahnsinn, der da einfach betrieben wird. Das ist nicht mehr normal. Also, ja, okay, reden wir nicht drüber. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Dann in eigener Sache, ich produziere die Videos natürlich in meiner privaten Freizeit und wenn dir das Video geholfen hat oder dir Mehrwert gegeben hat oder du meine Arbeit generell finanziell unterstützen möchtest, weil du gut findest, was ich mache, dann findest du Spendenlinks am Ende der Videobeschreibung für PayPal, Banküberweisung, Bitcoin und Lightning. Und solltest du sonst noch irgendwelche Probleme mit deinem PC, mit deinem Netzwerk, mit deinem Notebook, mit deinem iOS-Gerät, mit deinem Mac oder sonst irgendwas haben oder mit deinem Server, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das Kontaktformular zur KSC verlinke ich dir ebenfalls in der Videobeschreibung. Dort wirst du geholfen für 25 Euro die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen, Mitgliedschaft, Abo oder sonstiges. Hier kann man sich nicht einmal online registrieren, füllt einfach mal das Kontaktformular aus, dann nimmt man Kontakt mit euch auf. Erstes Beratungsgespräch ist immer kostenlos. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.